Und ich starte hier mit meiner 4,5 mm Häkelnadel und diesem Baumwollgarn, das ich noch übrig habe. Und fange hier ganz einfach an, indem ich erstmal eine Schlaufe mache. Hierfür lege ich das Ende hier in so einen Ring und hole hier von hinten den langen Faden durch und ziehe das Ganze fest. So habe ich jetzt hier diese Schlaufe. Die kann ich hier auf meine Nadel machen und ein bisschen stramm ziehen. Und das Ganze sieht jetzt hier so aus. Und ich starte jetzt mit Luftmaschen. Ich mache jetzt hier 5 Stück, um den Bund unten vom Top zu machen. Und dafür hole ich mir einfach durch die Schlaufe, die ich hier auf der Nadel habe, den hier durch. Ich mache also immer, hole mir den hier durch die Schlaufe und habe eine neue Schlaufe. So habe ich meine erste Masche gemacht. Und hole das hier einfach immer durch die Schlaufe, die ich gerade auf der Nadel habe. So, davon mache ich jetzt 5 Stück. Das sieht dann so aus. Hier kann man die Maschen erkennen. Das sind jetzt 5. Und ich mache jetzt noch eine mehr. Wie man jetzt hier sieht, das sind jetzt 6. Und starte jetzt hier mit festen Maschen. Dafür überspringe ich die eine Luftmasche, die ich hier mehr gemacht habe. Gehe also nur in die 5 hier. Ich starte jetzt also und gehe hier in die erste Masche rein. Hole mir den Faden hier durch, sodass ich 2 Schlaufen hier auf der Nadel habe. Und hole mir den Faden durch beide Schlaufen. Und dann gehe ich in die nächste. Gehe hier also rein, hole mir den Faden, sodass ich 2 habe und hole mir den Faden durch beide. So, und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Das ist jetzt die erste Reihe, ich mache jetzt hier also die nächste. Dafür gehe ich am Ende hin und mache eine Luftmasche und drehe das Ganze um. Und kann jetzt hier von oben meine Maschen erkennen, meine 5, sowie die Luftmasche, die ich hier gemacht habe. Das sind hier also 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Die 6. überspringe ich immer, die ist nur, um hier an Höhe zu gewinnen. Ich starte also wieder in dieser hier. Und um den Bund zu machen, überspringe die, gehe also hier in diese und statt hier in die ganze Masche zu gehen, also so, gehe ich hier nur von oben in den hinteren Teil. Hole mir hier den Faden wieder durch und mache wieder eine feste Masche. Und mache das jetzt wieder ganz entlang. Gehe hier also in die nächste, aber wieder nur in den hinteren Teil. So, und jetzt habe ich meine zweite Reihe hier beendet. So, und wie man sieht, entsteht dann hier dieses Band. Das wird dann der Bund von dem Top. Und wie schon gesagt, das mache ich jetzt so lange, bis das Ganze einmal um meinen Bauch passt, beziehungsweise um meine Taille. Und ob das Band lang genug ist, teste ich immer mal zwischendurch wieder aus. So, und wenn das Band lang genug ist, wie bei mir jetzt, dann mache ich hier am Ende wieder eine Luftmasche. Und statt jetzt in diese Richtung weiter zu häkeln, drehe ich das Ganze um 90 Grad und es geht jetzt in diese Richtung weiter. Das heißt, das ist ja der Bund von unserem Top und jetzt geht es eben nach oben sozusagen. Und hier ist eben das Spezielle, dass hier keine Maschen sind hier oben, sondern eben nur diese Zwischenräume. Also wenn man das hier mal so ein bisschen auseinanderzieht, dann sieht man das. Dann habe ich hier immer Zwischenräume, also die durch die einzelnen Reihen entstanden sind, und in genau diese gehe ich jetzt. Ich mache jetzt eine Reihe feste Maschen, dadurch ist das einfach alles ein bisschen strammer und dann ab da machen wir dann nur noch Stäbchen. Ich
zeige das jetzt einmal im direkten Vergleich. Wenn man die Stäbchen hier direkt an den Bund dran machen würde, dann würde es eben so aussehen. Also dann hätte man hier diese Lücken. Und wenn man erst eine Reihe feste Maschen macht, die sieht man hier direkt darüber, und dann die Stäbchen oben drauf macht, dann sieht das Ganze so aus. Dann hat man also hier keine Lücken. Und im direkten Vergleich sieht man hier, dass das dann eben ein bisschen enger gehäkelt ist sozusagen. Das heißt, wie die festen Maschen gehen, habe ich ja schon gezeigt. Ich gehe jetzt hier also in den ersten Zwischenraum und mache eine ganz normale feste Masche. Und das mache ich jetzt die ganze Reihe entlang, immer abwechselnd in den etwas größeren Zwischenraum hier, den man so gut erkennen kann. Und in den, der hier so ein bisschen versteckt liegt. Aber wenn man das ein paar Maschen lang gemacht hat, dann hat man den Dreh auch recht schnell raus. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Also immer die Zwischenräume hier nehmen. Und hier ganz am Ende angekommen, sieht man jetzt hier die Reihe, die ich gemacht habe. Und von oben hat man jetzt eben diese Maschen wieder, sodass es jetzt auf jeden Fall viel einfacher ist. Und ab hier mache ich nur mit Stäbchen weiter. Also zeige ich jetzt mal, wie man die macht. Ich gehe jetzt also in die nächste Reihe und mache hierfür jetzt nicht nur eine, sondern 2 Luftmaschen. Also 1, 2. Drehe das Ganze natürlich wieder um. Und überspringe jetzt die beiden Luftmaschen und gehe hier in meine erste Masche rein. Hier mache ich es jetzt nicht so, wie ich das bei dem Bund gemacht habe und gehe nur in den hinteren Teil, sondern gehe jetzt in die gesamte Masche. Für die Stäbchen wickle ich den Faden um die Nadel, gehe hier in meine erste Masche. Also wenn man sich das von oben anschaut, gehe ich hier jetzt durch die beiden Teile von der Masche, hole den Faden hier durch. Jetzt habe ich 3 Schlaufen hier auf der Nadel und jetzt hole ich den Faden durch 2 von den 3 Schlaufen. Jetzt habe ich wieder 2 Schlaufen und hole den Faden nochmal durch 2. Und so entstehen hier meine Stäbchen. Und das mache ich jetzt die gesamte Reihe entlang. Es werden wahrscheinlich so 10 bis 12 Reihen werden, die ich jetzt hier erstmal mache. Ja, am Ende achte ich darauf, dass ich auch bis in die allerletzte Masche hier gehe. Und um das Ganze zu drehen, mache ich jetzt wieder 2 Luftmaschen. Und mache hier meine Stäbchenreihe weiter. Und nachdem ich hier 10 Reihen jetzt gemacht habe, man könnte auch zum Beispiel 12 machen, dann ist das Ganze ein bisschen länger. Mir reicht es von der Länge aber später so, mache ich hier am Ende der Reihe eine Luftmasche und verbinde jetzt die beiden Teile schon miteinander. Also die beiden Enden, die ich jetzt hier habe. Dafür lege ich mir die so aneinander und verbinde das Ganze mit Kettmaschen. Und für Kettmaschen ist es recht einfach. Man geht hier einfach immer durch den einen Teil, sucht sich hier also sozusagen einen Part, wo man durchgehen kann, und geht durch den anderen Teil. Da versucht man das natürlich möglichst gerade übereinander zu lassen, sodass hier das hier am Ende auch passt, sodass hier auch der Bund an beiden Seiten übereinander liegt, und gehe hier eben immer durch die beiden, hole mir dann den Faden durch die beiden Teile durch und hole mir den Faden auch durch die Schlaufe, die ich vorher hier auf der Nadel hatte. Ich zeige es nochmal.
Hier gibt es nicht wirklich ein Muster, wo man hier reingeht, weil man eben hier nicht die Maschen hat. Gehe hier also rein. Faden durch beide und Faden durch die Schlaufe. Und so entsteht hier eben diese Naht. Versucht es recht stramm zu halten, damit es auch gut zusammenhält, und macht das jetzt einmal komplett hier entlang. Und hier am Ende hole ich den Faden dann hier durch und schneide ihn ab und ziehe das hier fest. Das darf man ruhig ordentlich stramm ziehen, damit es gut hält. Und hier sieht man jetzt eben diese Naht, die entstanden ist. Und das habe ich jetzt hier so schon zusammengefügt. Und jetzt geht es hier an den nächsten Teil, nämlich diese Form. Im nächsten Schritt zähle ich hier von der Naht aus die Maschen. Am einfachsten ist, wenn man die zählen möchte, hier von oben zu schauen, und diese kleinen Faust lassen sich da ganz gut erkennen. Das sind eben die Maschen, und von da aus zähle ich dann eben einmal rum, und bei der Hälfte setze ich dann meinen Maschenmarkierer ein. Dafür nehme ich jetzt einfach einen Faden, der eine andere Farbe hat. Ich habe jetzt 102 Maschen, das heißt, hier bei der 51. füge ich jetzt also hier meinen Markierer ein. Also ich hole mir den Faden hier einfach durch. Und wenn ich den hier eingesetzt habe, dann fange ich wieder hier bei der Naht an und hole mir jetzt hier wieder meinen grünen Faden und mache den hier erstmal in der ersten Masche hier fest. Ich gehe hier also, hier ist die Naht, und ich gehe hier in die erste Masche. Und wie ich es am einfachsten finde, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, ist, man holt sich den Faden hier ganz durch, sodass man den hier so hat, und macht sich hier einfach einen Knoten rein. Also einen ganz normalen, simplen Knoten, zieht das hier fest, sodass man hier dieses Ende baumeln hat. Und so ist das hier recht einfach dran fixiert. Jetzt gehe ich hier in die gleiche Masche wieder rein und lasse den hier einfach hinten hängen und hole mir hier den Faden einmal durch, sodass ich hier diese Schlaufe habe, und mache jetzt eine und noch eine zweite Luftmasche. Und jetzt gehe ich hier hin, und meine Reihe geht jetzt immer nur vom Anfang hier, also von der Naht aus, bis zur anderen Seite, also bis zur Hälfte, bis zu dem Maschenmarkierer. Heißt, die nächste Reihe wird eben nur die 51 Maschen lang. Und hier masche ich jetzt bei jeder Reihe die ersten und die letzten beiden Stäbchen zusammen ab. Wie das geht, zeige ich jetzt. Ich gehe hier also hin und fange mein Stäbchen an. Ich wickle hier also drum, gehe in die Masche, in die nächste, und hole mir den Faden durch, wie gehabt, hole den Faden durch zwei von den Schlaufen, die ich dann habe. Und statt jetzt das Ganze zu beenden, also das hier durchzuholen, so hätte ich hier einfach ein Stäbchen, wickle ich nochmal drum, gehe in die nächste Masche, hole den Faden durch, hole den Faden durch zwei und hole den Faden durch alle drei. Und so hat man die zwei hier zusammen jetzt abgemascht, und die restliche Reihe mache ich bis auf die letzten beiden Maschen auch ganz normal Stäbchen weiter. Wenn ich jetzt hier noch zwei Maschen übrig habe, wickel also einmal drum, gehe in die erste von den beiden Maschen, hole den Faden durch, hole den Faden durch zwei, nochmal rum, gehe in die nächste, Faden durch zwei
und durch 3. Und so habe ich hier wieder die letzten beiden zusammen abgemascht. Jetzt mache ich wieder 2 Luftmaschen und drehe das Ganze. Und dadurch entsteht dann hier, wenn man das ein paar Reihen lang macht, eben diese Schräge, wie das am Ende aussehen soll. Und das mache ich jetzt so viele Reihen, bis mir das Top lang genug ist. Ich vermute, es werden so um die 10. Und achte hier halt eben immer drauf, dass ich hier die ersten beiden zusammen abmasche. Dann mache ich hier ganz normal Stäbchen die Reihe entlang, bis ich hier kurz vor der Naht ans Ende komme. Und hier gehe ich dann in die letzten beiden, masche die wieder zusammen ab, drehe wieder um und gehe dann immer von links nach rechts. Und so sieht das Ganze dann aus, nachdem ich 10 Reihen davon gemacht habe. Und jetzt zeige ich noch, wie ich das hier beende. Und mache hier jetzt im Prinzip eine Luftmasche. Und schneide den Faden hier ab. Und hole ihn hier komplett durch. Jetzt ziehe ich das Ganze fest. Das Ganze werde ich jetzt auch hier an der Rückseite machen, damit hier das genau gleich ist. Das heißt, ich fange hier jetzt direkt neben dem Maschenmarkierer an, also hier ist die, wo ich hier mit angefangen habe, und jetzt werde ich hier in der nächsten starten und mache dann auch hier die Reihe entlang. Denkt dran, immer am Anfang und am Ende 2 Stäbchen gemeinsam abzumaschen und mache dann auch 10 Reihen, sodass das hier genau übereinander passt. Im nächsten Schritt kümmere ich mich um die Träger. Die werden direkt hier dran gemacht, auf beiden Seiten. Ich kann jetzt also von hier, wo ich meine letzten beiden Stäbchen hier gerade beendet habe, direkt den Träger anfügen. Bin hier also jetzt in meiner 10. Reihe und von hier aus mache ich jetzt wieder 2 Luftmaschen und drehe meinen Top um. Und hier ist es jetzt auch sehr individuell, wie breit man den Träger machen möchte. Ich mache jetzt hier 7 Stäbchen. Ich masche hier nichts zusammen ab, sondern mache hier einfach ganz normale Stäbchen. Und wenn ich hier meine 6 Stäbchen gemacht habe, dann mache ich immer einfach wieder 2 Luftmaschen, drehe das wieder um und mache jetzt immer 6 Stäbchen, mache 2 Luftmaschen, drehe das Ganze, 6 Stäbchen, 2 Luftmaschen, drehe das Ganze, bis mir der Träger lang genug ist. Und dann mache ich das Ganze auch auf der anderen Seite. Und wenn der Träger dann lang genug ist, ich habe jetzt hier 18 Reihen, dann kann ich den mit Kettmaschen direkt an den hinteren Teil festmachen. Ich mache hierfür wieder eine Luftmasche. Ich ziehe jetzt zunächst das Top auf links, damit man die Naht gleich nicht sieht. Und dann werde ich den Träger hier auf der hinteren Seite an die gleiche Stelle anfügen. Hierfür mache ich einfach wieder Kettmaschen. Ich lege mir das hier also aneinander. Das lässt sich hier mit Kettmaschen recht einfach lösen, weil man hier eben die Maschen ganz gut erkennen kann. Und gehe jetzt wieder durch den Teil von dem Träger und gehe hier durch die erste Masche von dem hinteren Teil. Hole mir den Faden hier durch und hole den Faden auch durch die Schlaufe. So, gehe hier durch die nächste Masche und hier auch durch die nächste. Hole mir den Faden durch und hole mir den Faden durch die Schlaufe. Und das mache ich hier einmal entlang. Und am Ende mache ich hier noch eine Luftmasche sozusagen und schneide den Faden hier ab und ziehe das Ganze fest. Jetzt habe ich hier meinen ersten Träger schon dran gefügt und jetzt ziehe ich das Ganze wieder auf rechts und mache jetzt den zweiten Träger auch auf der Vorderseite und fange für den zweiten jetzt hier an.
Hier gehe ich eben in die erste Masche, die hier ist, und füge mir den Faden hier dran, mache einen Knoten hier, ziehe den gut fest, gehe durch die gleiche Masche, hole mir den Faden hier durch, mache jetzt hier 2 Luftmaschen und mache jetzt hier wieder insgesamt 6, sodass das hier genauso breit wie der andere Träger ist, und mache jetzt hier den Träger genauso lang wie den ersten, also mache jetzt hier wieder 18 rein. Dann füge ich den Träger genau wie den ersten an die Rückseite an. Achte da wieder darauf, dass ich das Ganze auf links erst ziehe. Und dann ist das Top auch schon fast fertig. Und im nächsten Schritt vernähe ich noch die Fäden, die hier noch so abstehen. Dafür benutze ich so eine Stoffnadel, die ist recht groß und ist sehr stumpf. Und dafür fädel ich den Faden hier einfach drauf und gehe dann hier in die Reihe rein, fädel den hier einfach so ein bisschen durch und gehe dann auch noch in die andere Richtung einmal. Und wenn der Faden lang genug ist, könnte man auch nochmal in die Richtung gehen. Und dann schneide ich den Faden hier einfach ab. Und der ist hier schön fest reingenäht. Und falls an einer Stelle ein Faden ein bisschen kurz geraten ist, dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Und zwar gehe ich dann hier zum Beispiel mit der Nadel erst durch die Stellen, wo ich den reinnähen möchte. Und wenn die dann hier durchgefädelt ist, dann nehme ich den Faden und mache den Faden hier auf die Nadel. So ein Stück, und dann kann ich die Nadel einfach durchziehen. Und auch der ist hier gesichert. Und das mache ich jetzt mit den übrigen Fäden auch. Und dann ist mein Top auch schon fertig. Und so sieht das fertige Top dann aus.